Hallo, ihr lieben Mäuse da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Let's Play Life is Strange. Und in der letzten Folge haben wir das Spiel erstmal ein bisschen kennengelernt. Wir haben unseren Lehrer kennengelernt, ein paar unserer Schulkollegen, die mit uns im Klassenzimmer sitzen. Und wir haben gelernt, dass wir jetzt die Zeit zurückspulen können, da hier im Badezimmer sich eigentlich eine Sache zugetragen hat, die wir natürlich verhindern wollten, nämlich eine gute Schulkameradin anscheinend oder eine Kollegin in der Schule wurde von einem anderen eigentlich niedergeschossen und das wollten wir natürlich verhindern, dass die zu Tode kommt. Und damit, nachdem wir jetzt gemerkt haben, dass wir die Zeit zurückdrehen können, haben wir das natürlich jetzt verhindert, indem wir hier den Alarm ausgelöst haben. Und was das da draußen ist für eine Panik ausgelöst hat, das sehen wir uns natürlich jetzt gleich mal an. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, wir gehen mal raus. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Was ist das für ein Heizi? Okay. Er mag zwar unser Retter sein, aber so ganz sympathisch kommt der mir nicht rüber. Könnte der Direktor sein, oder? Schauen wir mal, wer das ist. Speak. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Ja. Sollen wir Nathan verpetzen oder sollten wir die Wahrheit... Ach Gott, das ist immer so eine Scheißsache. Das sind schwierige Entscheidungen. Ich würde mal sagen, wir behalten mal die Wahrheit für uns. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Der glaubt doch, wir lügen ihn No, an. he does not buy that at all. This icon means I may your have just action will flushed my have scholarship down the consequences. You toilet. can remind to change the... Yes, I could rewind and ja. actually tell him the truth. Gut, das ist natürlich klar, dass wir hier natürlich jetzt auch wieder vorgehen könnten und sagen können, okay, wir spulen die Zeit zurück und entscheiden uns anders. Aber ich sag mal so, besser ist es auf jeden Fall, die Wahrheit erstmal zu verheimlichen, anstatt hier die Wahrheit zu sprechen. Denn ich sag mal so, wenn wir die Wahrheit aussprechen sollten, dann haben wir nicht nur mit Nathan ein Problem, weil der uns dann vielleicht angeht und so uns sagt, du hast mich verpetzt. Nicht nur mit Nathan hätten wir dann das Problem, sondern auch mit dem Direktor, weil, ja, vermutlich deswegen, weil er uns dann näher befragen möchte und bla 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 und dies und das und dann, naja, ich weiß nicht, wie das enden hätte sollen, also wäre es natürlich besser, hier mal die Wahrheit zu verheimlichen. So, wer ist das denn? Miss Grant sure is dedicated to that petition. Mrs. Grant, auf der Suche nach Unterschriften, also sie sammelt anscheinend Unterschriften, so habe ich das Gefühl, weil diese Mappe oder dieser Block, das sieht sehr danach aus, als hätten sich da schon einige eingetragen. Naja, wir wollen mal mit ihr reden und mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Hi, Miss Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition.
but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Okay, also sie hat uns gesagt, dass es angeblich notwendig wäre oder dass sie dafür sammelt, dass in der ganzen Schule Kameras aufgestellt werden oder Kameras angebracht werden, so dass wir hier alles überwachen können oder dass hier alles überwacht werden kann und dann solche Sachen natürlich verhindert werden können. Ja, ich meine, zum einen Teil sage ich mal, okay, es ist ja ganz gut, dass man hier Sicherheit schaffen möchte, aber zum anderen Teil gehört ja auch ein bisschen Privatsphäre dazu. Und ja, das mit den Kameras, das, und dann Drohnen vielleicht auch noch, das ist, ja, da fliegt ja auch sogar eine Drohne hinter uns. Das ist natürlich alles auch wieder ein schwieriges Thema, muss ich sagen, ne? Also Kameras oder nicht, das ist, soll jeder sagen, wie er möchte, aber ein bisschen Privatsphäre, finde ich, gehört ja da schon noch dazu, aber wenn es die Sicherheit betrifft, eieiei. It could have helped Rachel. Ja, es könnte natürlich helfen, Rachel zu finden, wo wir mittlerweile festgestellt haben, dass eine Klassenkameradin namens Rachel Amber hier leider fehlt und plötzlich nicht mehr aufgetaucht ist und einfach spurlos verschwunden ist. Überall die ganzen Plakate und Zettel angepinnt, dass sie verschwunden sei und alles, ne? Ich meine, klar kann die Sicherheit auch helfen, Rachel zu finden, ne? Aber andererseits, das mit der Privatsphäre, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ja, ich würde mal sagen, das ist crazy. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell ist old, also ist Blackwell schon so alt, dass es aufgerüstet gehört und dass man dafür sorgen möchte, dass Blackwell jetzt irgendwie Hightech-Anlagen bekommt. Das ist natürlich fraglich. Native Americans, du weißt genug oder du weißt viel, naja, schwer zu sagen. Native Americans? The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Eieiei, sollen wir jetzt unterschreiben oder nicht? Das ist, das ist eine schwierige Geschichte jetzt gerade. Mit Kameras nur dass vielleicht Blackwell nicht mehr so alt aussieht und ein bisschen Hightech bekommt und dass man hier solche Sachen wie eben passiert wären verhindern kann. Das ist scheiße, das ist echt scheiße. Ich würde euch mal da draußen fragen, wie würdet ihr euch entscheiden? Ich meine, ich muss mich jetzt sowieso entscheiden irgendwie. Aber mich würde mal interessieren, wie ihr euch da draußen entscheiden würdet. Würdet ihr diese Unterschrift geben wollen und sagen, okay, Kameras cool, passt, mehr Sicherheit? Oder würdet ihr eher sagen, nee, Kameras bedeutet zwar Sicherheit, aber ich möchte nicht wirklich, dass die Privatsphäre verletzt wird, weil Kameras hin oder her, ich meine, irgendwo gehört natürlich auch ein bisschen Privatsphäre hinein. Und wenn man dann zum Beispiel im Badezimmer oder also in der Toilette oder sonst wo in den Klassenräumen auf einmal Kameras drin stehen hat oder sitzen hat und dann kann man nicht mal mehr irgendwas Spaßiges machen, weil dann vielleicht die Gefahr, weil man dann in die Gefahr rausläuft, dass das selbst auch kein Spaß mehr ist und dass dann auf einmal der Direktor im Klassenraum erscheint.
Ja, ich weiß es nicht. Das muss jeder von euch selbst entscheiden. Wenn ihr das Spiel zocken solltet, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel im Moment. Gefällt mir ganz gut und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mich entscheiden soll, aber ich sage einfach mal ja. Egal. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ja, natürlich, diese Aktion wird wieder Konsequenzen haben. Das ist... Ich habe so das Gefühl, dass hier einiges, was wir im Spiel tun, Konsequenzen hat. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Alles, was wir hier tun, hat Konsequenzen. Jedes kleinste Detail. Furchtbar, oder? Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. This Friday night, also in dieser Freitagnacht, do the Bigfoot stump. The Bigfoot versus the Razorbacks. Okay, am 11. Oktober, Freitagnacht um 7 Uhr am Abend, Blackwell Field come as Bigfoot. Win a prize. Come as a Razorback. You're bacon. You are bacon. Bacon, ja, das kenne ich von irgendwoher. Naja. Gut. Wir wollen ja da nicht dabei sein. Das interessiert uns eigentlich gar nicht. So, was haben wir da? Eine schöne Statue. Wow. Oh. Ein das Journal. Oh, what the fuck? Okay, Moment. Da gehen wir nochmal zurück. Do you want to meet me for a coffee after school? I need an excuse to not study. Okay, also er fragt sie natürlich, für alle, die das Englische nicht so mächtig sind, er fragt sie, ob sie Lust hätte, mit ihm dann nach der Schule einen Kaffee trinken zu gehen, damit er nicht studieren braucht. Oder damit er entschuldigt ist, nicht zu studieren. Bitte natürlich, ja, er bittet darum. Make sure you check our next romantic on my flash drive. Sogar, da dürfte irgendwas auf dem USB-Stick oben sein, was er möchte, dass wir auschecken bzw. uns ansehen. Hey Mad Max, let's bust shit up. Let's bust shit up. Okay. Wait, I have to study for a physics test. So if we bust anything, we also have to measure its velocity. Okay, also er dürfte anscheinend gerade damit dabei beschäftigt sein, für einen Psychotest oder für einen Psychiatrietest oder was auch immer das ist. Nein, Physiktest, so Physics-Test. So, zu lernen. Don't ignore this message. Wir sollen die Message nicht ignorieren. Hi Max, can you get my flash drive? Also kannst du meinen USB-Stick holen? I need some info and space. Also er braucht ein bisschen Abstand, aber auch ein bisschen Info. Hallo? Sorry, running late. Insane day. Also, entschuldige, ich bin ein bisschen zu spät. Ist auf jeden Fall irgendwie ein stressiger Tag anscheinend. I'll meet you in the lot. Looking cool, you'll see. Okay, also er möchte uns im Loft oder sowas treffen. Schaut auf jeden Fall cool aus, will uns auf jeden Fall sehen. My camera will be all ready. See you shortly. Ihre Kamera wird bereit sein und sie werden sich auf jeden Fall sehen und er hofft es natürlich. So, okay. I better get to my dorm and grab that flash drive. Was haben wir da? Oh, da können wir ein Foto machen von. Cool. Genau, das dürfte dieser ältere Mann sein, der auch im Journal oder im Tagebuch zu finden ist. So, genau. Da haben wir es. Da haben wir es, genau. Dann brauchen wir noch eine Fotowand. Einen Baseball mit zerbrochenem Glas. Dann irgendwie Sonnenuntergang mit Bank. Das zerbrochene Skateboard.
Ein Eichhörnchen mit Dose. Einen Getränkeautomaten. Oder was das sein soll. Und Wohnbus. Und ja, und ein Vögelchen. Ja, gut, dann schauen wir uns da mal um. Wer ist das denn eigentlich? Ah, die liebe Brooke. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Okay, natürlich, wir haben uns da vertan. Eine Drohne ist ja keine Waffe, sondern... Naja, ich meine, es kann natürlich auch als Waffe verstanden werden, ja. Aber im eigentlichen Sinn ist eine Drohne einfach ein Helikopter, also so ein kleines Mini-Fluggerät mit Kameras oben dran, mit dem man dann aus der Luft auch ein paar Aufnahmen machen kann, also Videoaufnahmen und Fotos vielleicht auch noch. Also, ja, bisschen eine eigenartige Sache. Ist auf jeden Fall nicht überall What a complicated name legal. for such a tiny drone. Highfly B400 von AO. Okay. HD, also HD-Drohne. Das ist fein. Können wir da gleich mal... Sorry, Max. Ja, I have to stressig. focus on making sure this drone doesn't crash. Okay, müssen wir noch weiter zurück. So. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly? That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Okay. Ah, okay. Ich kann das also nicht steuern. Sie steuert das ganz alleine, also wir können da nichts machen. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, wo sie überall hinfliegt. Ist auf jeden Fall eine geile Sache, finde ich, aber ist halt nicht überall legal. Also man muss da wirklich, glaube ich, eine Bestätigung haben oder so, dass man die Drohne überhaupt dort und dort verwenden darf und dort damit herumfliegen darf. Das ist, ja, da muss man sich auf jeden Fall die Erlaubnis holen, sozusagen. Also an manchen Orten zumindest. Nicht an allen, aber an manchen Orten. Weil es könnte ja belästigend wirken. Und ich meine, man hat ja auch die Rechte am eigenen Bild und am eigenen Videomaterial. Und dadurch, ja, wenn hier irgendwer filmt, dann, ja, man möchte das nicht, dann kann es natürlich derbe Konsequenzen haben. So, was haben wir denn da Schönes? Hallo. Ihr seid denn ihr Typen hier? Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Trash? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Okay, da haben wir natürlich wieder Mist gebaut. So, zurück. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ich würde sagen, ein Tree Flip. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Oh, das tut weh. Uiuiui. Naja. Ah, interessant. Da können wir auch ein Foto machen. Oh, das ist ja gemein. Das ist ja richtig gemein.
Ja, ein Verletzter beim, so einen Verletzten fotografieren, das ist natürlich ein bisschen böse. So, da haben wir schon das dritte Foto im Bunde. Nicht schlecht. So soll es auch sein. Wir gehen mal weiter. Und gucken mal, wer das da ist. So. Hallo. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Gut, dann soll er uns mal malen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Oh, that's a good posture. Good, good. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, Best portrait gar ever. nicht mal so schlecht. Wow. Der ist ein Künstler. Könnte früher oder später als Maler arbeiten. Cool. Oder als Porträtist oder sowas. Ja, ich meine, wenn man das Talent hat, dann kann man das natürlich auch verwenden. Sollte man ja auch. Also für alle diejenigen, die hier draußen ein Talent haben, nutzt es doch. Nutzt euer Talent. Versucht etwas daraus zu machen. Vielleicht könnt ihr davon profitieren. So, aha, da haben wir ein Fotoalbum. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Robert Kappa. Robert Kappa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Bam, gleich It's not a richtig gemacht. privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Alter, ich konnte mich eigentlich wirklich gar nicht mehr an die Antwort erinnern aus meiner privaten Session, aber das war jetzt wirklich ein Glücksgriff, muss ich schon sagen. So. Okay, da haben wir Rachel 2000, oder? Was ist das? 2001? 2012? Weiß ich nicht. 2012 glaube ich ist das. Rachel 2011 anscheinend. Und nochmal ein paar Fotos von 2011, allerdings sehr verwaschen und sehr, naja, nicht so wirklich viel erkennbar. Also, naja, nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. So, wer ist das hier? Graffiti, interessant. Clever. Vortex Club, okay. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Ja, gut.
So haben wir den Hof auch mal erkundet und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir noch alles erkunden können, beziehungsweise wo es dann in der nächsten Folge hingeht. Ja, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, schauen wir mal, was wir noch alles so finden und was wir erkunden können. Und, oh, mit der haben wir auch noch nicht geredet. Machen wir noch. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Ja. Naja. So. Das sind... That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Wahnsinn. Ja, ich finde ja, die Kids oder die Leute hier, die schauen alle so total jung aus noch. Also, wenn man sich Max so ansieht, die sieht aus wie 15, 16 sowas, aber dabei habe ich gelesen, sollen die alle 18 sein. 18 bis 19 oder 20 Jahre maximal, also das ist schon beachtlich. Da haben die Entwickler aber ordentlich geschummelt, muss ich sagen. Also vom Charakter her sieht Max auf jeden Fall nicht mal annähernd aus wie 18 oder 19, sondern eher wie keine Ahnung, wie 15, 16, ne? Also im Grunde, ja, sehr, sehr eigenartig. Aber gut, genug dieser Worte. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen, hoffe ich mal. Und wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, dann würde mich das auf jeden Fall freuen. Bis dahin, macht's gut und Tschüssikowski. Sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under changing